Sie haben gerade das Violinkonzert von Schostakowitsch geprobt. Das entstand 1947 und konnte damals nicht uraufgeführt werden. Was war denn da los? Das war also nach dieser berühmten CK-Partei, kommunistische Partei, die Sitzung über die Musik. Das war fast wie ein Gericht gegen Schostakowitsch und andere russische Komponisten, sowjetische eigentlich Komponisten. Und dann, das war die Richtung, die sogenannte Formalisten, das war streng verboten und sehr, wie sagt man, sehr fast geschimpft gegen neue Musik. Und das war genannt als Formalismus. Das war uns sogar ein Professor im Konservatorium, Professor Jempolski, war ein großer Professor. Wir haben mit Quartett ihm einmal das vorgespielt. Und nach diesem zweiten Satz kommt Professor Jempolski zum Klavier und spielt diese und sagt, ja, die Mitglieder vom Zentralkomitee Kommunistischer Partei können dieses Akkord nicht verstehen. Sowas kommt in der 5. Symphonie während der Probe. Und das war, früher die spielten, das klingt E-Moll-Akkord im Orchester, im Streicher E-Moll spielen. Aber und sogar auch Bratsche und Oboen spielen solche Noten, das G, H und E. Und dann plötzlich von der ersten Stimme, erste Geige in Oktaven, kommen sie zu B. Und das gegen H, das ist natürlich fast unerträglich, aber es wirkt gut für Schostakowitschs Idee. Er wollte das zeigen, das ist fast gehört zu zwei Boden. Doppelbödigkeit. Doppelbödigkeit. Was das durch alle ist wunderschön, klingt wunderbar. Plötzlich kommt so große Dissonanz und so wie er wollte sagen, Leute, es stimmt nicht alles, es ist hart, tragisch. So. Und die Leute haben H gespielt, weil damals noch der Schreiber, wenn er hat die Stimmen geschrieben, er hat gedacht, das ist Fehler von Schostakowitsch, hat verbessert in Klammern das B zu H. Ich habe gesagt, nein, das muss B sein. Ich habe Beweise. Hand von Schostakowitsch B geschrieben. Extra, das B ist im Schlüssel, aber trotzdem, er schreibt hier auch nochmal B. Aber was haben Sie damals das H gespielt? Das war sogenannte Verbesserung von Bibliothekar, Archivarius. Und damals, das war der Ruf, die waren stolz mit dieser Bibliothekar. Die sagen, er verbessert Fehler von Komponisten, verbesserte. Ja, bitte, das war eine Verbesserung. Und einer von dem, ein alter Geiger, nicht mehr guter, war gut vielleicht, manchmal, aber er hat protestiert besonders, hat aufgestanden. Aber er war dabei bei der Probe. Ich habe gesagt, ohne Zweifel hat er das gehört. Weil bessere Gehör als Schostakowitsch war nie, wahrscheinlich für alle Zeiten. Was Schostakowitschs Gehör, das war etwas ganz große Wunder. Aber ich schließe nicht aus, das hat er nicht verbessert vom Angst.
Und dann ich habe Beweis bekommen. An der Probe war sein alter Freund, Isaac Glickman. Er kam zu mir, mich umarmt und sagte, Rudolfino, er war lustig, er war mein Lehrer von russischer Literatur in der Musikschule, Leningrader Musikschule. Und sagte, wissen Sie, damals an der Probe 5. Schostakowitsch, die Musiker kamen zu mir und sagten, Isachok, kannst du bitte Dmitri Dmitrijewitsch überreden, noch ein paar Dissonanzen streichen, weil es kann passieren etwas, weißt du, hat er gesagt. Und hat er gesagt, natürlich habe ich Dmitri Dmitrijewitsch das nicht gesagt, weiter nicht, natürlich. Aber Sie haben recht, vom Angst, er hat das nicht verbessert. Der Arme. Das zeigt eine dramatische, traurige Situation für Schostakowitsch. Sie waren damals Student am Konservatorium in Moskau. Wie haben Sie und Ihre Mitstudenten das damals erlebt? Eine schwere und schreckliche Erinnerung für mich, was habe gesehen. Wie hat er das? Ja, und die Kinder waren auch traurig. Die Kinder in der Schule haben gelitten, weil in der Schule die anderen Kinder haben ihn das, wie heißt man, verspotten. Die sind Kinder von einer Formalist. Ja. Und das waren die Leute, einfache Leute. Das waren also dunkle Leute. Wie sagt man? Gewissenlosigkeit. Gewissenlosigkeit und Kenntnislosigkeit. Die Leute haben. Ich habe zum Beispiel ein interessantes Gespräch gehört. Im Trolleybus neben Konservatorium Sogenosse-Straße Gerzen. Ich steige zum Trolleybus ein und höre plötzlich zwei alte Damen, alte Frauen, einfach. Eine sagt, ja, du, hast du gehört, ein Musiker, ein Professor, berühmter Komponist, letzten Monat, wir haben ihn als Deputat für Parlament gewählt und gestimmt. Erinnerst du dich? Ja, kannst du dich vorstellen. Volksfeind geworden. Ja. Hat sich Ihr Verhältnis zu Schostakowitsch damals verändert? Nein, nicht verändert. Ich erinnere kein Beispiel, dass einer einzige Schüler von ihm hat sich verändert. Nein, weil alle Schüler haben Schostakowitsch wie ein Gott immer getragen. Er war für uns ein Gott, ja, klar, weil er war so klug und so große Musiker und seine Bemerkungen für Komposition während der Kompositionsunterricht, die waren so toll, so wertvoll, so präzise und kurz, schnell. Was hatte Schostakowitsch noch für Prinzipien in seinem Unterricht? Eine von Prinzip war auch ein bisschen lustig. Das, wenn darf ich erzählen, als ich habe meine erste Instrumentation gemacht. Das war, ich brauchte es vom Bedarf, das war Instrumentation, weil ich damals spielte Bratsche, ich war noch Student, Konservatorium. Und dann wollte ich ein schönes Händel Bratschenkonzert spielen, eine schöne Musik. Und damals, das war nur ein Klavierauszug, wir haben gehabt. Ich habe mich beschlossen, dass ich werde instrumentieren. Und dann habe ich Partitur geschrieben, viel gearbeitet natürlich. Und dann, ganz normal, ich wollte zu einem Freund, einem guten Freund von mir, wollte ihm meine Partitur zuerst zeigen, weil ich habe schon mit Schostakowitsch telefoniert.
Und Schostakowitsch hat mir einen Termin gegeben, sie soll kommen. Und ich habe ihm gezeigt, das war Partitur mit Bleistift. Er sagt, hört, hat angeschaut, guckt, ein paar Räte gegeben, aber dann sagt, aber bist du verrückt? Man darf nicht für DD, das haben wir ihm gesagt, DD, für DD, man darf nicht Bleistift zeigen, er wird böse. Und das musste ich nächsten Morgen gehen. Ich habe ganze Nacht mit Tinte reingeschrieben, Partitur mit Tinte. Und dann Schostakowitsch mit Tinte gezeigt. Das, weil Schostakowitsch hat oft gesagt, Sie dürfen nicht Manuskripte an Papier arbeiten und streichen und dann wieder. Sie müssen zuerst alles hier komponieren. Wenn Sie können hier nicht komponieren, Sie werden nicht Komponist sein. Im Violinkonzert, was wir eben in der Probe gehört haben, hört man ganz deutlich Anklänge jüdischer Intonationen. Hat das was zu bedeuten oder ist das Zufall? Ja, das stimmt. Das ist gar nicht Zufall. Das ist ein interessantes Thema. Ich muss voraussagen, dass Schostakowitsch hat keine Beziehung zu jüdischem Blut gehabt. Nichts. Er war echter halb Pole, halb Russe. Der Vater war Polen, Schostakowitsch, polnischer Name, und Mutter war Russe. Er hat viele Freunde zwischen Juden gehabt. Interessanterweise, dass Schostakowitsch hat 13. Symphonie komponiert. Dort der Solist singt: Jüdische Blut gibt's keine Tropfen in meinem Blut. Aber für alle Antisemiten voll mit Zorn und Böse, für alle Antisemiten bin ich Jude. Darum ich bin ein echter Russe. Und das ist, wie sagt man, das ist Attitüde von Schostakowitsch. Er könnte das auch sagen. Das ist der Grund, warum er hat viele, sehr oft jüdische Themen, Lieder oder Tänze, also besonders Tänze hat in seiner Musik inbegriffen, weil er das als Protest gegen Stalins Antisemitismus. Und das war genau die Zeit, wann Stalin hat von seiner großen deutschen Freund das übernommen.